Hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller Plattformer. In diesem Abschnitt werden wir uns darum kümmern, dass, wenn die Zeit ausgeht, man sieht es oben, sie läuft aktuell nur mit 15 Sekunden runter, dass dann unser UI-Level Failed, das wir in einem vorherigen Kapitel schon mal abgehandelt haben, eben eingeblendet wird. Und das gleiche wird passieren bei Player Death und dann können wir auch den Level wieder restarten. So, ich zeige das nochmal kurz mit Player Death, das heißt, ich gehe runter, ich lasse mich jetzt hier mal gemütlich töten, indem ich da 10-mal dagegen fahre und dann dementsprechend habe ich auch die Death-Animation verändert, das heißt, der stirbt jetzt sozusagen dann auch ein bisschen anders, aber das wirst du jetzt gleich sehen, also viel Spaß dabei. So, beim aktuellen Stand wirbelt unser Player ja noch durch die Luft, durch dieses Set Physics oder Set Simulate Physics, und ich würde das jetzt an der Stelle ändern. Du kannst es natürlich dann auch mit dem Ragdoll und dem Physics so lassen, wenn es dir so gefällt. Bei mir ist es ja aktuell so, dass ich da praktisch dann komplett hier noch Pause mache und durch die Luft gewirbelt werde, und das werde ich jetzt für mich zumindest mal abändern. Du musst es nicht machen, du kannst natürlich deine eigene Death-Animation gestalten, aber im Endeffekt, ich habe jetzt mal geplant, das umzubauen. So, dann gehe ich einfach auf meinen BP Third Person Character, das haben wir zuletzt gemacht, das war diese Geschichte mit der Fall Damage, und jetzt suche ich mir einfach mal hier mein Player Takes Damage. So, ich glaube, wir haben noch keine isDead-Variable in unserem Player. Jetzt schaue ich mal unter General, da ist noch nichts mit drin. Das bedeutet, wir legen uns eine neue Variable an mit Plus, und die nennen wir einfach mal isDead, und zwar Fragezeichen zum Beispiel, und die wird sein vom Typ Boolean. So, und dann gehen wir hier auf Compile. Diese Variable ist default hier drüben rechts auf False gestellt, das ist auch richtig so, und dann werden wir einfach zu Beginn einfach gleich mal abfragen, ob wir schon tot sind oder nicht. Das bedeutet, wir wollen gar nicht hier hinein, wenn das Ganze natürlich hinten schon abgewickelt ist, sonst würden wir im Todeszustand, wenn uns ein Enemy berührt, immer noch diesen Hit-Getting-Hit-Function auslösen. So, dann ziehe ich das einfach ein bisschen rüber, und an der Stelle ziehe ich raus, mache einfach mal eine Branch, und da fragen wir jetzt einfach mal ab isDead, und zwar ich gehe mal wie üblich über mein Not, also not Boolean, und dann gehe ich hier rein und dann geht es mit True weiter. Du kannst natürlich die Dead direkt hier oben einklinken und dann mit False weitermachen. So, gut, jetzt haben wir hier praktisch, wenn der Spieler nicht tot ist, dann darf das Ganze weiter ausgeführt werden, und jetzt hier hätten wir auch die Getting-Hit-Geschichte, die sich dann auch im Todeszustand wiederholen würde, und jetzt gehe ich da einfach mal ein bisschen nach hinten, hier ist das Flackern, und hier ist die Abfrage einfach mit der Branch, Player Health kleiner gleich 0, das heißt, ab dem Moment sind wir definitiv schon mal tot. So, dann würde ich mich jetzt einfach mal von diesem Delay hier einfach trennen, das heißt, ich gehe hier raus, nehme das Delay einfach mal raus, und wenn wir tot sind, dann sagen wir an der Stelle einfach mal mit Set, und dann sagen wir isDead, und zwar isDead ist gleich True. So, dann schauen wir weiter nach hinten, was da noch kommt. Da haben wir ein Disable Input, haben wir bereits drin. Dann haben wir hier eine Global Time Dilation mit dabei, dass das Ganze praktisch in Zeitlupe abläuft. Und hier spielen wir eine Animation, und die lassen wir anscheinend nicht zu Ende spielen, sondern wir gehen gleich in das Set Simulate Physics über. So, gut, an dieser Stelle gehen wir erstmal auf Compile, und ich trenne mich jetzt einfach mal von dieser Set Simulate Physics Geschichte. So, gut, dann wird das Ragdoll hier im Mesh da unter Collision nicht wirklich berücksichtigt, aber wir können die Einstellung natürlich auf Ragdoll lassen. So, dann haben wir hier unsere Montage, und da wird dann sozusagen hier unsere Todesanimation, da kommt die Anim Viking Death Montage, die hier abgespielt wird, und jetzt werden wir das Ganze testen, aber wir werden natürlich feststellen, dass wir hier noch ein paar Probleme zu bewältigen haben. So, ich gehe jetzt mal einfach wieder in meine Gefahrenzone und lasse mich jetzt einfach mal schnell 10-mal hitten, sodass ich dann auch gleich
tot bin. So, jetzt schauen wir, was passiert. Jetzt kommt nochmal das Flackern und jetzt geht es ganz langsam nach unten in der Time Deletion. Okay, die würde ich jetzt, und ich kann auch noch mit A und D nach links und rechts fahren. Das sieht natürlich etwas grausam aus. So, dann gehen wir nochmal auf unseren BP Third Person Character. Wir gehen wieder hier rein, wo wir bei der Play Montage sind, und jetzt schauen wir uns einfach diese Montage mal an. So, dann gehe ich jetzt hier auf die Lupe. Und dementsprechend kann ich dann, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis er seine Skinned Assets ready macht. Das kommt manchmal vor. Genau, und jetzt klappt hier drüben einfach der Content Browser meine Animation auf. Das ist meine Montage, das sieht man an dem blauen hier, an der blauen Linie. Und wenn ich die jetzt mal öffne, dann können wir das Ganze uns natürlich hier anschauen. Und dann würde er praktisch dann nach dem Tod dann wieder aufstehen, falls da noch ein paar Sekunden zu spät sind und so weiter. Das haben wir bei den Monstern auch schon gemacht. Das bedeutet, wir werden diese Animationsmontage jetzt einfach mal erweitern. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wir werden hier oben einfach noch bei der Montage eine New Montage Section mit hinzufügen. Wir nennen sie sinnvollerweise Loop, und diese Loop-Geschichte, die setzen wir hier drüben einfach dann mal auf Loop. So, dann machen wir Loop und dann hier einfach auf dieses Kästchen und dann auf Loop, und dann werden wir sehen, dass diese Montage dann so weit geht, und bei unseren 2D-Monstern haben wir das dann auch so geruckelt. Da zuckt sie noch ein bisschen, können wir auch lassen, ist vielleicht auch ganz witzig, aber wenn du es zum kompletten Stillstand haben möchtest, kannst du es natürlich auch noch weiter rüberschieben. Aber ich lasse noch ein bisschen zucken. Ich finde es so eigentlich viel besser. Also hier einfach noch eine New Montage Section mit Loop und hier drüben bei Loop dann hier auf Loop. So, dann haben wir das soweit fertig. Dann gehen wir hier schon mal auf Save und wieder zurück auf unseren BP Third Person Character. So, an dieser Stelle gehe ich ein bisschen rüber nach links. Die Global Time Dilation, die werde ich jetzt einfach mal entfernen. Das dauert mir zu lange. Und wir haben hier drüben noch ein Disable Input. Und damit man zusätzlich nicht noch mit dem Charakter steuern und springen kann, während er umfällt, machen wir hier an der Stelle einfach ein sogenanntes Disable Movement. Das holen wir uns aus dem Character Movement und dann gehen wir hierher und sagen einfach Disable Movement, also das ist im Character Movement verankert, und dann können wir das Ganze sozusagen schon mal rüberschieben. So, dann sind wir an der Stelle schon so weit, dass wir jetzt zumindest mal umkippen und zucken sollten. Das heißt, ich teste es jetzt einfach nochmal, und dann dementsprechend können wir uns dann auch gleich noch um das UI kümmern. Wir haben ja schon eins angelegt, wenn die Time Out ist, also bei Timeout, und das gleiche werden wir jetzt auch verwenden, wenn wir tot sind. Das heißt, wenn unsere Health auf 0 zurückgeht. So, jetzt sollten wir einfach umfallen. Ich hoffe, wir tun es auch. Das passiert, und jetzt wird es so sein, dass es einfach unendlich im Looping weiter zuckt. So, gut, an dieser Stelle werden wir jetzt mal wechseln auf unseren Content, und dann werden wir dementsprechend auch mal das UI öffnen. Hier haben wir unser UI und wir haben hier unser UI Level Failed. Das haben wir zuvor schon mal in einem Anfangskapitel schon mal berücksichtigt. Und dieses UI Level Failed, das würde ich natürlich gerne für You Ran Out of Time hernehmen und natürlich auch noch für You Are Dead. So, wir haben jetzt hier praktisch einen Text, das ist mein You Ran Out of Time, und den kann ich jetzt duplizieren mit Steuerung und D, dann habe ich den zweimal, den zweiten, den werde ich jetzt einfach mal nur anselektieren und hier drüben unter Content, wenn es nicht auf ist, einfach aufklappen, als Text mache ich einfach mal rein, You Are Dead, so, Ausrufezeichen. So, You Are Dead, und das Ganze soll natürlich an die gleiche Position wie das You Ran Out of Time, das heißt, das werde ich jetzt einfach auch mal hier so drüber schieben, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ungefähr schon an der gleichen Stelle, wenn du es exakt machen möchtest. Hier drüben über X und Y Position, einfach nochmal genauer, aber ich denke, das sieht so ganz gut aus. So, die beiden Sätze möchte ich gern zu Beginn nicht visible haben, das heißt, ich werde hier beide selektieren, du kannst sie natürlich auch einzeln bearbeiten, und dann gehe ich hier einfach ein bisschen nach unten
Und dann suche ich mir einfach mal unter Behavior die Visibility und die steht hier aktuell auf Visible. Das ist ein Enum und hier werden wir das Ganze auf Hidden schalten. So, dann wäre es, wenn wir es Create Widget praktisch über Create Widget ansprechen, wäre es dann Hidden. Hier drin in unserem Designer sehen wir es noch. So, dann gehen wir hier mal auf Compile, also beide stehen jetzt auf Hidden und was wir natürlich noch berücksichtigen sollten, wäre natürlich dann auch, aber durch die Kopie haben wir den Anchor ja sowieso auch in der Mitte für beide Textgeschichten. So, gut, dann haben wir das schon mal vorbereitet und jetzt hätte ich gerne noch einen Restart Level Button und da suchen wir uns hier oben bei Palette einfach mal einen Button und diesen Button, den ziehen wir uns einfach auch mal hier rein. Und jetzt müssen wir natürlich den Anchor wieder setzen, den werde ich auch mittig platzieren, das heißt hier drüben ganz oben können wir einfach bei Anchor auf den Centered Anchor gehen. So, dann sind wir hier schon mal drin, jetzt mache ich den ganzen Button mal ein bisschen größer vielleicht, der soll ein bisschen auffälliger sein. Und dann an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, hier beim Style, da haben wir ja praktisch bei der normalen und bei der Hovered und was gibt es noch Schönes und Pressed, können wir zumindest Bildchen oder dementsprechend auch sogenannte Farben mit dazu nehmen und dann haben wir hier noch die Pressed und jetzt werde ich hier einfach mal das Ganze auf, ich stelle es für mich selber auf weiß, du kannst deinen Button ja selber gestalten, wie du möchtest und dann sage ich auch bei Hovered hätte ich gerne weiß, ich möchte jetzt keinen Unterschied machen und dann auch bei Pressed hätte ich ebenfalls gerne weiß. So, dann haben wir das alles auf weiß gestellt, da gehe ich auf Compile und dann suchen wir oben einfach nochmal nach Text. So, den Text ziehen wir jetzt direkt in unseren Button hinein, sodass es hier drüben beim Button in der Hierarchie sozusagen um 1 nach unten geht. Gut, diesen Textblock, den nenne ich jetzt nicht als Text, sondern den nennen wir hier drüben das ist besser bei Content Text und den nennen wir einfach mal Restart Level. So, das wird unser Restart Level Text an dieser Stelle und den sollte man natürlich dann auch lesen können. Ich muss natürlich noch ein Leerzeichen dazwischen machen, sonst sieht das nicht gut aus. Und die weiße Farbe ist natürlich ein bisschen schlecht gewählt. Da werde ich jetzt hier das Ganze auf schwarz umstellen. So, jetzt können wir hier unter Font natürlich das Ganze erhöhen. Ich gebe jetzt mal statt 24 die 48 ein und dann haben wir das hier schon mal ein bisschen größer. So, das wäre jetzt mein Restart Level und damit wir diesen Level auch wirklich restarten, wenn wir den pressen, dann müssten wir diesen Button hier selektieren, entweder hier im Viewport oder hier unten bei dem Button 0. Den Button könnten wir an der Stelle eigentlich auch noch umbenennen. So viel Zeit sollte eigentlich sein, dass wir sagen, dieser Button 0, das können wir hier oben machen, der ist sowieso ist variabel automatisch ein Häkchen drin und den nennen wir einfach auch mal Button Restart Level. So, das ist unser Button Restart Level. Wir gehen auf Compile und dann gehen wir runter und ganz unten haben wir sozusagen unsere Events und da gibt es den Event onClicked und da haben wir auch schon onClicked. Und was wollen wir tun? Wir wollen jetzt einfach diesen Level restarten und das geht über Open Level und zwar bei Name. Und jetzt könnten wir hier natürlich einen Name reinschreiben, indem wir dann sagen, okay, der heißt Level 1 Map, aber da hätten wir auch wieder die Möglichkeit, Schreibfehler zu machen und da bedienen wir uns einfach einer Funktion, die heißt Get Current Level Name unter Game und den schalten wir einfach dazwischen und dann sagen wir genau, diesen hätte ich gerne wieder neu gestartet. So, damit wäre die Geschichte hier schon erledigt. Wir haben das hier praktisch doppelt gemoppelt. Das heißt, wir haben einmal tot und einmal Run out of time und beide stehen auf Hidden, sodass sie zu Beginn nicht sichtbar sind. Das müssen wir dann noch zuschalten. So, damit wäre jetzt unser UI-Level Failed schon fertig. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich, wir haben ja das mit dem Timer in unserem Game Mode verankert. Das heißt, wir gehen auf Content, Third Person und dann auf Blueprints und öffnen mal unseren BP Third Person Game Mode. Hier haben wir ja bereits unseren Timer mit drin für Sekunden und Minuten. Den setzen wir hier bei Event Begin Play mit Set Timer by Event über eine sogenannte Delegate und dementsprechend läuft die Zeit dann hier rückwärts und dann
haben wir ja schon unser UI Level Failed Widget schon mal created und dann adden wir das Ganze zum Viewport. So, diesmal haben wir hier noch eine Fallunterscheidung zwischen dead und ran out of time und das sollten wir jetzt auch noch berücksichtigen. So, gut, wenn wir jetzt sagen, der Timer ist aus, wollen wir das createn, das ist klar, und wenn wir tot sind, wollen wir das ebenfalls, und dazu werden wir uns jetzt einfach mal einen sogenannten Custom Event anlegen. Das heißt, wir geben hier ein Custom Event, add Custom Event, und das heißt dann praktisch nicht Level Failed, können wir auch schreiben, oder You are dead. Ich schreibe jetzt Level Failed. Level Failed oder mit dead, Level dead, ja, machen wir Player is dead. Player is dead. Ich hoffe, das darf ich so nochmal benutzen an der Stelle. Ja klar, wir haben ja hier noch keine Variablen mit drin. Und wenn der Player sozusagen tot ist, dann gehen wir hier mit rein. So, dann gehen wir hier mal auf Compile, und wie können wir das Ganze mitteilen? Wir haben ja an der Stelle beim BP Person Character jetzt eine Variable isDead mit angelegt, und diese Variable können wir natürlich dann auch hinten übergeben, nachdem wir unsere Montage geplayt haben. So, dann gehen wir auf unseren Game Mode und dann auf unseren Custom Event, und hier drüben rechts unter Inputs gehen wir auf Plus, und die nennen wir jetzt einfach mal Player Dead, nennen wir die einfach mal, also nicht isDead, damit wir da praktisch nicht doppelte Namensgebung haben. Okay, dann nenne ich sie Player Dead. Und die wird auch sein vom Typ Boolean, und dann gehen wir hier einfach mal auf Compile. So, dann haben wir hier unsere Player Dead, die wir sozusagen vorne bei unserem Person Character mit übergeben. Da gehen wir jetzt gleich mal drauf, und dann können wir praktisch nach der Montage bei onCompleted, da werden wir einfach mal auf diesen Game Mode verweisen. Ein Cast auf den Game Mode ist in diesem Fall nicht speicherintensiv, bei der Game Mode ja automatisch mit unserem Person Player verbunden ist. So, dann können wir hier mal rausgehen, dann casten wir Cast to BP, und dann mache ich einfach mal Person Game Mode, und da haben wir ihn auch schon, und das Object beim Game Mode ist einfach Get Game Mode. So, Get Game Mode, und dann haben wir auch unser Object schon mit drin, und dann as BP Person Game Mode, da ziehen wir jetzt raus, und da werden wir unsere Player is dead einfach mal aufrufen, Player is dead Custom Event Geschichte. So, dann ist unser Player Dead praktisch aufgerufen, das heißt, wir können hier auf Compile und Save gehen. Wenn du ihn noch etwas nachzuckeln lassen möchtest, dann müsstest du hier oben weitermachen mit einem Delay. Ich kann es mal andeuten. Da würde man dann ein Delay noch dazwischen schalten, aber dann von hier raus, ja, ganz wichtig, also nicht von hier, das Completed dann weg, können wir natürlich auch mal probieren. Also hier läuft die Animation bis zum Ende, da zuckelt nichts mehr, und jetzt können wir das Ganze auch mal so überbrücken. Das ist natürlich jetzt absolute Geschmackssache, und das Delay wird sein in einer Länge, da müssten wir natürlich wieder die Montage aufmachen, die habe ich auch hier noch auf. Und da sehen wir gleich, dass unsere Death-Animation 5,75 Sekunden lang ist. Wenn bei dir hier keine Sekunden sind, dann rechte Maustaste, Time-Format, dann kannst du von Frames auf Seconds umschalten. So, jetzt haben wir die Geschichte 5,75, also knapp 6 Sekunden, und dementsprechend, wenn wir jetzt wieder auf unseren BP Third Person Character zurückwechseln, muss ich mich korrigieren. onCompleted können wir gar nicht nutzen, weil wir werden ja niemals completed sein. Wir haben ja hier unseren permanenten Dauerloop mit drin. Das bedeutet, wir müssen sowieso über ein Delay gehen, und das Delay, das werden wir jetzt einfach mit 6,5 bestücken. 6,5 im Delay, dann haben wir ein bisschen nachzuckeln, und dann geht es ganz normal wieder weiter. So, dann können wir hier an der Stelle sagen, Player is dead. Wir können hier gleich mal ein True setzen oder eben wahlweise unsere isDead-Variable verknüpfen. Das kommt aufs Gleiche heraus, weil wir ja sozusagen hier bei der Event Any Damage sind, wo der Player sozusagen ja auch abgefragt wird, ob er wirklich tot ist. Das heißt, entweder die Variable isDead rein, die wir hier setzen, oder eben nur ein Häkchen. Das kommt aufs Gleiche heraus.
und dann wechseln wir wieder rüber in unseren Game Mode. So, dann haben wir jetzt hier diese Geschichte schon mal drin. Wir erzeugen unser Widget, wir adden es zum Viewport und jetzt wollen wir natürlich, bevor wir es zum Viewport adden, ich schiebe die ganze Sache hier hinten mal ein bisschen weiter, hier steht ja Set Game Paused und da kommt ja vorher unser UI sozusagen Level Failed mit hinzu und an dieser Stelle werden wir jetzt einfach mal noch eine Branch einbauen nach dem Create Widget und da kommt eine Branch hin und diese Branch soll unterscheiden, das heißt ich trenne das hier nochmal ab, ich werde das noch ein bisschen nach hinten ziehen, also im Endeffekt habe ich jetzt das Create Widget und dann eine Branch und dann wollen wir einfach mal abfragen, was denn das isDead ist. Das heißt, wir ziehen hier raus vom Player Dead und gehen in die Kondition hinein. Dann sind wir hier schon mal verbunden. Das heißt, entweder sind wir True oder False. Und wenn wir jetzt natürlich True sind, dann wollen wir auch dort stehen haben, You are dead. Und das können wir machen, indem wir hier aus unserem Widget, aus der Return Value herausziehen. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns einfach nochmal unser UI an, wie wir den Text denn hier benannt haben. Der You are dead, der heißt hier oben Textblock. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, den sollten wir natürlich umbenennen und wenn wir ihn ansteuern möchten, dann muss er auch variabel gesetzt werden. Das heißt, unser You are dead, das wird unser Text, ich nenne es einfach mal ganz simpel dead, Text dead und er wird sein variabel. Also hier bei isVariabel ein Häkchen rein, dann auf Compile und dann kommt der nächste Text, das ist der hier, You ran out of time, das wird mein Text Time, ich nenne ganz simpel einfach Time und dann ebenfalls auf variabel. So, dann gehen wir auf Compile und wieder auf unseren BP-Third-Person Game Mode und jetzt können wir hier bei der Return Value rausziehen und sagen get Text und zwar, was habe ich denn alles? Dead hätte ich im Angebot, get Text Dead, da ist er auch schon, da haben wir ihn und dann brauchen wir auch noch unseren Time, get Text Time. So, das bekommen wir nur, weil wir eben das isVariabel angeklickt haben. So, get Text Time. Da trage ich das auch mal ganz ein. Da habe ich jetzt noch ein Problem. Wo ist er denn? Ach, hier unten UI Level Failed, get Text Time. So, da wäre er schon an dieser Stelle und jetzt müssen wir das Ganze sozusagen von unserem Hidden auf Visible schalten und das heißt, wir gehen jetzt hier bei dem TextDead raus und sagen einfach Set Visibility. Hier unten Widget Set Visibility und das ist hier bei True und da würden wir den Dead gerne auf Visible setzen, da steht hier defaultmäßig schon drin und dann Steuerung D im markierten Modus und dann können wir das Ganze hier mit reinpacken und bei False schalten wir dann einfach den Text von Ran out of time sozusagen mit ein. Das Ganze kommt dann hier in diesen Add to Viewport und dann sind wir soweit schon mal fertig, dass wir das Ganze sauber einblenden. So, jetzt könnten wir hier noch bei dem Timer ein bisschen was setzen. Ich würde sagen, wir gehen mal mit den Seconds einfach auf 5 und auf 5 und bei den Minuten auf 0, so dass wir da hier mal eine bessere Wartezeit haben und das Ganze nicht so lang dauert. Gut, Compile Save und dann einfach 4, 3, 2, 1 und 0 und dann sollte sozusagen mein Text kommen, aber ich habe hier ein kleines Darstellungsproblem, ganz klar, weil mein Bildschirm natürlich hier ein bisschen durch den Content Browser zusammengeschoben ist. So, dann haben wir hier You ran out of time und das Ganze geht dann auch wieder über Restart, aber wir sehen schon, wir haben hier so ein Problem, wir haben dann nachher noch den Mauszeiger und so weiter und da müssen wir uns jetzt einfach mal drum kümmern, dass das noch sauber ist. So, das machen wir, indem wir das hier ein bisschen weiter nach hinten verfrachten, das Set Game Paused ein bisschen nach rechts und nach dem Add to Viewport, da kommt ganz simpel ein Set Input Mode und da brauchen wir UI Only und zwar, was hätten wir denn da gerne? Wir hätten gerne unser Widget, Select Widget to Focus, da haben wir jetzt hier gar nichts drin mit InWidget, wir haben aktuell nur eins. Wenn wir es sauber machen wollen, dann können wir hier aus dem Create das rausziehen und dann direkt hier verknüpfen. Und dann haben wir noch einen Player Controller, den bekommen wir über Get Player Controller und dann dementsprechend hier aufpassen, Kontext sensitiv, wenn aus ist, dann bekommt man den über Get Player State, das ist in dem Fall der falsche, das bedeutet, wir werden nochmal rausziehen, dann Get Player
Controller, ich wollte es nur mal zeigen, die schauen sehr ähnlich aus. Der vom Player State, der ist es nicht, das heißt kontextsensitiv anklicken und dann diesen hier, der Player Index 0 beinhaltet. So, das wäre jetzt praktisch unser Player Controller und damit der Mauscursor auch sicher kommt, können wir aus dem Player Controller herausziehen und sagen einfach Show Mouse Cursor. So, Set Show Mouse Cursor und das kommt hier noch dazwischen und dann haben wir praktisch den Fokus auf unserem UI inklusive Mauscursor. So, dann gehen wir mal auf Compile und Save und jetzt werden wir uns diese Geschichte hier noch kopieren. Das bedeutet, wir nehmen uns das so raus mit Steuerung C und werden das hier bei Event Begin Play in unserem Game Mode noch verankern. Das heißt, wenn der Level neu gestartet wird, dann würde ansonsten eben eventuell noch der Mauszeiger dabei bleiben. Das heißt, dieser Set Input Mode kommt raus und wir stellen an die Stelle da ein Set Input Mode und zwar Game Only. Gut, dann haben wir hier auch wieder unseren Controller mit drin und dann verknüpfen wir das hier hinten mit unserem Mauscursor und wir werden dann auch sozusagen den Mauscursor wieder abschalten. Also hier an der Stelle einfach ein Set Input Mode Game Only mit Mauscursor Show auf False unter Event Begin Play und hier hinten haben wir das Ganze dann Set Input Mode UI Only, also ohne Game und Show Mauscursor wieder oben auf True. So, dann können wir das Ganze ausprobieren. Wir machen das gleich mal mit unseren Sekunden 4, 3, 2, 1 und 0 und dann sind wir praktisch out of time und bei Restart Level können wir wieder spielen, ohne dass wir einen Mauscursor im Weg haben. Gut, jetzt stelle ich das Ganze wieder zurück. Bei den Seconds gehe ich wieder zurück auf 0 und bei den Minutes gehe ich wieder auf 10 zum Beispiel. Ist ja alles nur ein Serviervorschlag. Dann gehe ich auf Compile und jetzt werden wir das gleiche einfach nochmal testen, indem wir den Player töten. So, dann laufe ich da noch ein paar Mal dagegen und dann sollte die Geschichte dann auch mit dem anderen Visible Text eingeblendet werden. Und jetzt schauen wir mal, jetzt müsste ich auch sterben und das ist natürlich eine sehr langsame Animation. Wenn du eine andere hast, kannst du natürlich gerne eine andere nehmen. You are dead, better luck next time. Restart Level. So, gut, das war's jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer ein bisschen Spaß gemacht und über ein Like und oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.